Da bin ich wieder, seit einer Woche zurück aus Kapstadt im frostigen Deutschland. Zeit, ein Fazit meiner Reise als Fotograf zu ziehen. Was hatte ich mir vorgenommen? Was hat gut geklappt? Was hat nicht gut geklappt? Was hat der ganze Spaß gekostet? Natürlich gibt es dazu auch wieder Einblicke in die Fotoshootings, die ich in Kapstadt gemacht habe. Angetreten war ich zu dieser Reise, um zu erkunden, ob ich als Fotograf in Kapstadt arbeiten und Geld verdienen kann. Ich erzähle euch also aus dieser Perspektive etwas zur Planung des Vorhabens, zur Stadt Kapstadt, zum professionellen Arbeiten dort und zu Portfolio-Shootings, die man machen kann. Einiges zur Entstehung dieser Reise hatte ich ja schon im Video von den ersten Tagen in Kapstadt berichtet. Ich verlinke euch das mal hier oben. Ich hoffte, hier Fotoaufträge im Fashion-Bereich zu bekommen. Dazu hatte ich mir auch 3 Monate vor Beginn extra ein Visum besorgt, mit dem ich offiziell bei kommerziellen Produktionen arbeiten durfte. Dafür hatte ich Kontakt zu diversen Firmen aufgenommen und nach Jobs gefragt. Antwort kam nur von einem Studio. Die Resonanz war also nicht so groß. Eigentlich will man ja auf so einer Reise am liebsten alles mitnehmen, aber ich habe nur 2 Koffer zur Verfügung und dort sollte ein möglichst großes Sortiment an Kameras rein. Ich habe letztendlich mitgenommen meine Nikon Vollformatkamera, eine Z6 II, dazu die Objektive Super-Weitwinkel 15 bis 30 mm, Weitwinkel 35 mm 1.8, Normalobjektiv Sigma Art 50 mm 1.4, ein Makroobjektiv 105 mm von Nikon und ein Nikon Telezoom 70 bis 200 mm. Also schon eine Menge Objektive, sehr schwer, auf jeden Fall nicht mehr im Rucksack unterzubringen. Einige Objektive mussten daher tatsächlich in den Koffer wandern und zwar super gut verpackt in meine Jacken, in meine Pullover, mit Styropor umhüllt, damit ja nichts kaputt geht. Das mache ich jetzt schon öfter. Ich habe auch auf anderen Reisen Objektive in den Koffer gepackt und toi 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 ist es bisher immer gut gegangen. Als zweite Ausrüstung habe ich meine Sony Alpha 6400 mitgenommen mit den 3 Objektiven 16 mm, 35 mm und 50 mm. Das ist eine kleine portable Ausrüstung, passt alles in eine Bauchtasche und das ist die Kamera, mit der ich am meisten filme, abgesehen von meinem Handy, und die nimmt auch mich jetzt gerade auf. Als besonderen Gimmick habe ich eine 360-Grad-Kamera, eine Insta360 One X2 und 2 Selfie-Sticks und die habe ich auf jeden Fall reichlich eingesetzt, weil es eben auch eine wasserdichte Kamera ist. Dann das Lichtequipment. Ich wollte auf jeden Fall mein eigenes Licht machen können und dazu Blitze mitnehmen. Aufsteckblitze hätten es sicher getan, aber ich liebe meine Godox-Blitze, den AD300 und den AD200 und schweren Herzens habe ich also auch noch diese großen Teile mit in den Koffer gepackt. Ein kleines, leichtes Stativ, Manfrotto Nano, mein ständiger Begleiter, einen Schirm, der klein zusammengefaltet wirklich überall reinpasst und dann noch als extra 2 Softboxen. Auch die sind groß, aber ich habe zum Glück 2 Koffer und da passen die rein. Was noch? Vor allen Dingen Zubehör für die Audioaufnahmen, Mikrofone, Übermittlung, Powerbanks. Wie ihr im ersten Video gesehen habt, lief es ja alles ganz gut an. Innerhalb von 2 Tagen waren Agenturen besucht, waren zum Teil schon Projekte geplant, die dann auch in den nächsten Tagen umgesetzt werden sollten. Geträumt hatte ich allerdings von Shootings im Bereich Werbung, Commercial
Und das läuft leider ganz anders. Aber dazu später mehr. Wie lebt es sich in Kapstadt? Super, wenn man Geld hat. Und machen wir uns nichts vor, wir Europäer haben Geld. Wir haben in einer sehr vornehmen Gegend gewohnt, nur 10 Minuten von der Waterfront, von dem Schmuckstück von Kapstadt entfernt, mussten eigentlich nur einmal quer über die Straße unter einer Brücke durchgehen und dort sieht man Menschen, die in Bretterverschlägen, in Zelten, in Wellblechhütten hausen und nichts haben. Kein Wasser, kein Strom, keine Kochgelegenheit. Es ist wirklich armselig. Daneben gibt es eben die vielen Häuser, Grundstücke, die umzäunt sind, die mit Wachleuten geschützt sind und wo man dann wirklich denkt, hier kommst du nicht rein. Vor allen Dingen nicht, wenn du arm bist. Es gab und es gibt immer noch viele Warnungen vor Kriminalität in Kapstadt. Ich kann das überhaupt nicht bestätigen. Überall auf den belebten Straßen stehen quasi Politessen, die nebenbei auch noch Parktickets verteilen oder wo man sein Parkticket lösen kann. Aber quasi alle 200, 300 Meter steht jemand und passt auf die Autos, auf den Verkehr, auf die Menschen, die dort gehen. Auf den belebten Straßen, vor allen Dingen tagsüber und dort, wo sich Touristen aufhalten, ist man in Kapstadt meiner Meinung nach absolut sicher. Und nach Einbruch der Dunkelheit kann man sich auch wieder auf den belebten Straßen gut bewegen, sowohl im Auto als auch zu Fuß. Wenn es dann aber keine Beleuchtung mehr in den Straßen gibt, dann wäre ich auch ein bisschen vorsichtig. Eine andere Sache, die ich vorher falsch eingeschätzt hatte, war, dass man unbedingt einen Mietwagen braucht. Das ist nicht so. In Kapstadt gibt es massenhaft Ubers, die innerhalb von Minuten da sind und die dich wirklich für wenig Geld von einem Ort zum anderen bringen und das sehr sicher und sehr schnell. Nachdem ich jetzt dreimal diese verdammte Schlucht gesucht habe und wir sie immer noch nicht gefunden haben, gehen wir jetzt um. Nein, machen wir nicht. Schluss. Das Tolle an Kapstadt für FotografInnen ist die Vielfalt an Locations. Meer, Wald, Gebirge, Großstadt, alles innerhalb maximal einer Stunde erreichbar. Und natürlich das beständig gute Wetter bei Temperaturen zwischen 20 und 30 Grad. Ich habe jetzt zwar kein besonders traumhaftes Licht hier gefunden, aber die Sonne scheint konstant jeden Tag. Hier herrschen ideale Produktionsbedingungen. Und es wird produziert. In Kapstadt sieht man an jeder zweiten Straßenecke Foto- oder Filmproduktionen. An jedem Strand 1 bis 2 Teams, teilweise mit bis zu 50 Personen. Da würde ich auch gerne dazu gehören. Ich habe mich daher vor Ort nach Produktionsfirmen erkundigt und bekam als Antwort: Diese Teams werden schon im Herbst zusammengestellt, du kommst jetzt zu spät. Und oft werden die Aufträge schon im Land des Auftraggebers vergeben, also in Deutschland. Aha, so läuft das also. Pech für mich. Es wird also meine Aufgabe sein, im Laufe des Jahres in so ein Team reinzukommen oder vielleicht sogar selbst eins zu gründen. Wer von euch da Kontakte habt, gebt mir gerne eine Nachricht. Was kam jetzt für mich an Aufträgen zustande? Ein bezahltes Setcard-Shooting und eine Videoassistenz bei einer Fotografin. Das war's. Mit anderen Worten, finanziell hat sich diese Reise nicht ausgezahlt. Im Gegenteil, das war eher eine schöne, lange Urlaubsreise. Jenseits von Afrika-Feeling. Den Modellagenturen hatte ich ja das Angebot gemacht, das erste Setcard-Shooting umsonst zu machen. Das wurde natürlich gerne angenommen und da wären sicherlich noch mehr Shootings mit den Agenturmodellen möglich gewesen.
Aber es ergaben sich auch so genügend Termine mit Models, die ich aus Deutschland kannte oder durch Empfehlungen zu mir gekommen sind. Insgesamt habe ich in den 6 Wochen 13 Fotoshootings gemacht, teilweise auch mit Visa und mit Fashion-Stylisten. Die Preise für diese Assistentinnen liegen bei einem Drittel oder einem Viertel der deutschen Honorare. Also ist es dort durchaus üblich, den ganzen Tag eine Visagistin bei sich zu haben oder eine Fashion-Stylistin. Kommen wir mal zu den Kosten dieser Reise. Die 3 großen Faktoren für mich waren der Flug, der 1.100 € gekostet hat und damit im Mittelfeld dieser Preisrange liegt. Die billigsten starten bei 700, die teuersten sind bei 1.400 €. Die Unterkunft, die wir sehr, sehr edel gewählt hatten, mit Wachservice sowohl am Eingang als auch bei der Garage, mit einem Dachgarten, mit einem Swimmingpool, mit Grillstation, das war schon vom Feinsten. Auch die Inneneinrichtung der Wohnung war einfach toll. 1.800 € für diese 6 Wochen, allein für mich, macht 300 € pro Woche. Der dritte große Punkt war der Mietwagen, der für diese 6 Wochen 1.000 € gekostet hat. Und wie gesagt, für meinen Roadtrip eine Woche wäre so ein Mietwagen genau ausreichend gewesen. Der Rest in Kapstadt wäre alles sehr gut mit Uber gegangen. Der vierte Posten sind dann Ernährung und Drogerie, wo ich sagen muss, dass ich in der Woche vielleicht 4-mal irgendwo eingekauft habe im Wert von 20 €. Also sprich mit 250, 300 € im Monat kommt man da auch sehr gut längs. Was dann noch an Kosten dazu kommt, ist alles, was Freizeitbeschäftigung angeht. Also Alkohol und Partys, aber natürlich auch Touren, die man macht, Eintrittsgelder und so weiter. Summa summarum hat mich die ganze Reise ungefähr 5.000 € gekostet und an Einnahmen war quasi nichts. Hat es sich trotzdem gelohnt? Ja, natürlich. Zum einen hat man die Erfahrung gemacht, in ein fremdes Land zu gehen, der Versuch, dort Kontakte zu knüpfen und auch dann wirklich professionell seine Arbeitsleistung anzubieten. Zum anderen aber ist es natürlich persönlich eine wunderbare Urlaubsreise gewesen, eine Erfahrung, die man für sein ganzes weiteres Leben hat. Würde ich dort wieder hinfahren? Auf jeden Fall. Als Tourist kann ich empfehlen, mindestens 3 Wochen dorthin zu fahren. Dann kann man so gerade das Nötigste in und um Kapstadt sehen und vielleicht einen kleinen Trip über die Garden Route machen. Wenn man eine Safari machen will, sollte man vielleicht sogar am besten noch eine Woche da dranhängen. Als Fotograf würde ich natürlich auch gerne hier wieder arbeiten, gerne auch 3 oder 4 Monate, eine längere Zeit. Das muss nur vom Verdienst her so sein, dass es eben einträglich ist. – 13 Fotoshootings habe ich in Kapstadt gemacht und habe davon noch lange nicht alles gezeigt, weder die Bilder noch die Videos. Ihr könnt euch also in den nächsten Wochen noch durchaus auf einige Videos aus Kapstadt freuen. La 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 la.